Dann sage ich nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt live dabei sind. Ich freue mich total, dass wir jetzt diesen ersten Karrieretalk haben. Ich hatte das schon länger geplant, aber immer ist irgendwas anderes dazwischen gekommen und jetzt haben wir wirklich es mal geschafft, den ersten Talk hier in dieser Webinarreihe PhD What's Next mit der Martina. Freue ich mich total, Martina, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Sehr Freue mich schön. auch. Ja, Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ja, ich die Erste sein darf, die ein ja, bisschen von ihrem Werdegang erzählen genau. darf. Vielen lieben Dank. Ja, und du hast eben auch einen Werdegang, der wirklich hier super in diese Webinarreihe reinpasst. Ich würde jetzt erst noch mal kurz was dazu sagen, um was geht's hier eigentlich? Ja, was hat's mit dieser Webinarreihe auf sich und auch, wer bin ich? Also ich gebe jetzt schon länger Kurse und mache auch Einzelberatungen für Promovierende. Also ich habe selber mal promoviert, bin promovierte Agraringenieurin, habe eine Zeit lang im Wissenschaftsmanagement gearbeitet und bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig als Karrierecoach und Trainerin. Und ich habe einfach beobachtet in meinen Kursen, dass da immer wieder die Frage kommt, ja, was kann ich denn eigentlich machen mit meinem PhD, wenn ich jetzt nicht an der Uni bleibe, wenn ich aus der Forschung raus möchte? Also da ist ja oft Verunsicherung, viele Fragezeichen. Was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Und ich möchte jetzt einfach mit dieser Webinarreihe spannende Gäste einladen, die eben promoviert haben, so wie du, Martina, und dann ja einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen hat. Und ich finde es einfach wichtig, dass man ja da so ja, Vorbilder hat und auch einfach so ein bisschen Mut gemacht bekommt und sieht, ja, das ist alles möglich. Da gibt es viele spannende Möglichkeiten. Das ist also hier das Ziel von dieser Webinarreihe. Deswegen wirklich sehr schön, Martina, dass du da bist. Du hast ja zuerst Biologie studiert, in dem Bereich dann auch promoviert und dann bist du ja in die Nachhaltigkeitsberatung gewechselt. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, wir haben uns ja kennengelernt in meinem allerersten Karriereplanungskurs. Ja, da war ich damals noch nebenberuflich tätig. Habe den Graduiertenzentrum in Weihenstephan angeboten und ich kann mich noch erinnern, dass du damals ja schon gesagt hast, du möchtest gerne was mit Nachhaltigkeit machen, in die Nachhaltigkeitsberatung oder in die Branche. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war damals auch noch ganz viel Fragezeichen und wie kann das eigentlich funktionieren? Wie ist das möglich? Und ja, ich würde dich einfach bitten, dass du mal ein bisschen erzählst, so wie war denn dein Werdegang und vor allem erstmal, wie hast du es denn geschafft, da dann reinzukommen? Ja, wie habe ich es geschafft, in die Nachhaltigkeitsberatung reinzukommen? Also ja, es stimmt genau, was du gesagt hast. Als wir uns kennengelernt hatten, da war ich noch Doktorandin und ja, hatte so dieses große, diffuse Ziel irgendwie, ich wusste für mich, ich möchte nicht in der akademischen Forschung Mhm. bleiben und hatte aber noch nicht so ganz, ja, ein Ziel für mich gesetzt, wo es dann danach ansonsten hingehen könnte. Und auch wenn mich das Thema Kommunikation damals schon sehr stark begleitet und begeistert hat, war eben hauptsächlich so dieses Thema Nachhaltigkeit. Das hat mich, ja, war wirklich so ein richtiges Herzensthema von mir und habe dann irgendwann, ja, ich habe mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, auch geschaut, was gibt es da überhaupt für Jobs, Nachhaltigkeit, das kann ja irgendwie alles Mhm. sein, ist ja auch ein ziemliches Buzzword. Und habe dann für mich Nachhaltigkeitsberatung als Ziel identifiziert Mhm. sozusagen, weil ich einfach dachte, da habe ich einen großen Hebel, um das Thema Nachhaltigkeit in unserer Wirtschaft Ja, voranzubringen. ja. Wie bist du da an die Informationen gekommen? Kannst du dich noch erinnern? So wie hast du es damals gemacht? Einfach Google-Suche oder wie, wie hast du es Ja, geschafft, diese Entscheidung dann auch zu treffen? ja, also ich habe genau tatsächlich mich einfach sehr, sehr viel mit dem Thema befasst. Ich habe ja wirklich ich habe Newsletter Mhm. abonniert, ich bin irgendwie auf die eine oder andere Veranstaltung gegangen zu Netzwerkevents und was mir da, glaube ich, auch sehr gut in die Karten gespielt hat, ist mein Charakter. Ich bin eine sehr kommunikative Person und ich rede einfach sehr, sehr gern Mhm. mit Menschen und ja, habe da einfach auch viel mit Menschen über dieses Mhm. Thema gesprochen, so und hatte dann, ja, wie es der Zufall manchmal so will, ein Bekannter von mir,
Professor, der war damals selber in der Beratung und der sagte dann so ein bisschen so im Nebensatz, ja, es gibt ja irgendwie jetzt auch so diese Mhm. Nachhaltigkeitsberatung, vielleicht könnte das was für dich sein. Und dann hat er mich so damit quasi darauf aufmerksam gemacht und dann war das irgendwie so, hatte ich so ein bisschen dieses Ziel und habe mich mehr damit beschäftigt und ja, dachte dann irgendwann so, ja, das klingt cool, Mhm. das soll es sein. Ja, Also, also auch ganz wieder wichtig, Thema Netzwerken, mit Leuten reden ja, und es ja. auch öffentlich machen, ja, zu sagen, hey, ich denke darüber nach, ich möchte gerne in dem Bereich und dann, ja, ist man vielleicht oft überrascht, so von welchen Seiten man dann doch Informationen bekommt oder jemand weiß was, wo man mal vielleicht nachschauen könnte. Ja, Ja, super. ja, Mhm. und auch einfach, weil wirklich so dieses Thema, was mache ich denn also das hat, so was mache ich dann als Mhm. fertige Biologin sozusagen, hat mich auch schon während meinem Studium sehr, sehr stark begleitet und es war irgendwie immer so ein Thema, dass ich einfach sehr viel mit Leuten darüber gesprochen habe oder Mhm. viele Informationen einfach haben wollte, so was Ja. gibt's denn alles so? Mhm. So, und dann hatte ich dieses Ziel, Nachhaltigkeitsberatung soll es sein. Und dann habe ich im Endeffekt darauf hingearbeitet. Also zum einen mich fachlich auch nochmal weitergebildet. Also ich wusste zwar, dass in der Beratung sehr viele unterschiedliche Studiengänge und Ausbildungen sozusagen eingestellt werden. Also es ist ein sehr diverses Mhm. Team. Mm, und gleichzeitig war mir aber schon klar, dass ich halt so mit meiner Fachexpertise als Biologin ja schon eher fachfremd bin. So. Also habe ich mich dann für ja, Weiterbildungen entschieden. Ich habe damals gab es von der Uni Bremen so eine Online-Weiterbildung, Mhm. Sustainability Business. Die habe ich dann gemacht. So ein Micro-Degree hat sich das Mhm. damals genannt. Genau, während meiner Zeit als Doktorandin und habe mir da einfach noch mal ein bisschen mehr Wissen drauf geschafft. Mhm. Also zum einen zu diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, also Kreislaufwirtschaft, ökologisches Wirtschaften, auch gesetzliche Themen, sage ich jetzt mal Mhm. so, die ganzen Richtlinien, die Unternehmen erfüllen müssen. Ja. Das war so das eine, dass ich mich einfach fachlich weitergebildet habe und um so mein Profil zu Mhm. schärfen für das Ganze. Mhm. Ähm, Hattest du, wenn ich gerade unterbrechen darf, hattest du das Gefühl, das war dann auch wirklich ein Plus, als du dann angefangen hast, ja, dich zu bewerben? Also hat das ja, wirklich ja. geholfen? Mhm. Ja, Definitiv. ja. Also es war schon so, ne, also was ich auf jeden Fall schon immer, also was ich hatte, als ich mich beworben habe, war ja auf jeden Fall diese große Motivation. So, Mhm. ich wollte auf jeden Fall irgendwie in diese Nachhaltigkeitsberatung rein. Und gleichzeitig natürlich jemand, der dann halt so eine Bewerbung sieht, der möchte ja auch ein gewisses Fachwissen zu dem Mhm. Thema und stellt ja nicht nur die Motivation Mhm. ein, sozusagen. Mhm. Und also das hat mir auf jeden Fall Mhm. weitergeholfen. Dass Also ich, die Kombi wirklich aus, ich will ja, das wirklich machen, Motivation ja, und dann zu zeigen, hey, ich habe mich auch wirklich schon mit dem Thema beschäftigt. Mhm. genau, genau. Und das Mikrodegree hattest du dann schon während der Promotion angefangen, habe ich das richtig Genau, verstanden? das Mhm. war also so eine Vorlesungsreihe Mhm. mit Prüfungen und das habe ich dann quasi so peu à Mhm. peu abgearbeitet Mhm. sozusagen. Und genau, um mich fachlich weiterzubilden, habe auch geschaut, dass ich irgendwie an der Uni gab es dann Weiterbildungen und so kleinere Mhm. Kurse, Betriebswirtschaftslehre, so einfach so sich ein bisschen so BWLer Wissen drauf schaffen, habe Ja, ich ja. immer genannt, weil ich ja als Biologin, Naturwissenschaftlerin so, da war das ja alles irgendwie neu für mich und ich Mhm. hatte so das Gefühl, so das hilft auf jeden Fall, weil natürlich hat ja Beratung auch viel mit Wirtschaft zu Mhm. tun. Mm, Es erfordert nicht, also das ist, glaube ich, ein Irrglaube, dass man BWL studiert haben muss, um in der Beratung arbeiten zu können. Das ist nicht so und trotzdem ist ein gewisses Verständnis für Wirtschaft Mhm. schon wichtig. Schon hilfreich So, dann. Ja, genau. Und habe einfach genau. geguckt, so was bietet meine Uni an, was kann ich da machen, welche Kurse werden angeboten Mhm. und genau, bin dann dahin und Ja, ja, mich aufgeschlaut ja. sozusagen. Ich denke, Das das war ist das. auch so eine Empfehlung, dass man wirklich auch guckt, was gibt's da so an Angeboten auch. Es muss ja nicht immer gleich ein Studiengang sein, dass man eben guckt, was gibt vielleicht noch, so eine kleinere Weiterbildung, wie du es gemacht hast, oder eben auch, ja, Angebote direkt auch an der eigenen Uni. Also ich bin immer wieder erstaunt, was dort alles auch angeboten wird. Ja, Total. genau. Das war so das Mhm. eine, also diese fachliche Weiterentwicklung. Und dann habe ich wirklich
einfach mich mit dem Thema wahnsinnig viel umgeben. So, also Mhm. genau, ich habe viele Newsletter abonniert. Ich habe auf Social Media bin ich Personen Mhm. gefolgt, oder Beratungen gefolgt, die ich interessant fand. Ich habe Podcasts gehört. Ich bin viel zu Netzwerkveranstaltungen, also alles, was irgendwie so dieses Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ähm, ja irgendwie gespielt hat, sozusagen, Mhm. da bin ich hin. Also ich habe mich einfach sehr, sehr viel mit dem Ganzen Ja, beschäftigt. ja. Und dann bekommt man halt viel mit, also auch irgendwie Entwicklungen oder was gerade so irgendwie sich in der Branche so ein bisschen tut, wo vielleicht eine Stelle offen ist. Und genau, habe mich viel auch mit Leuten ausgetauscht, genau. Mhm. Also viel auch zu dem Thema gesprochen einfach, ja. Ja, also ich denke, das ist so ein wirklich ganz wichtiger Punkt, dieses wirklich aktiv werden und sich eben dann auch aktiv Informationen zu suchen, zu beschaffen und mit den entsprechenden Leuten eben auch zu umgeben, die in dem Bereich, in dem man gerne rein möchte, ja, aber wo man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, die Genau, sich da einfach schon auskennen. Ja, und dann genau. war es aber, glaube ich, trotzdem nicht so einfach, wirklich da Fuß zu fassen. Wie ging Nee, es denn dann weiter? Erzähl mal. sehr frustrierend ging es erstmal weiter. Ja, genau, ich habe dann ich war quasi fertig im Labor. Mhm, So der praktische Teil meiner Doktorarbeit war abgeschlossen. Und dann habe ich eben angefangen, die Doktorarbeit zu schreiben und auch Bewerbungen zu schreiben für die mhm, Nachhaltigkeitsberatung. Und das war schon sehr frustrierend, weil ja, ich viele Absagen bekommen mhm, habe, weil tatsächlich immer so der Knackpunkt war, so ja, es so super interessantes Profil, schön, dass Sie uns helfen wollen, aber Sie haben keine Arbeitserfahrung, mhm. so, weil ich hatte schon also ich dachte damals schon so, ja, naja, ich habe ja irgendwie gearbeitet, ne? Also ich habe ja im Labor Ja. gearbeitet, ich kann ja schon was, ich bringe ja auch einiges mit, so auch abgesehen von meiner Fachexpertise Mhm. als Biologin, was mir schon klar war, dass das jetzt nicht das Ja, ja. Einstellungskriterium sein würde. Aber ich bringe ja einiges mit, so Projektmanagement und weiß nicht, dieses wissenschaftliche Mhm. Arbeiten und Präsentationen vorbereiten und viel auf Englisch auch arbeiten. Ja. Also ich dachte schon, dass ich einfach viel mitbringe, was halt genau zusätzlich dann auch mit den fachlichen Weiterbildungen, Mhm. die ich gemacht hatte, dass das ja mein Profil sozusagen von anderen BewerberInnen abheben Mhm. würde. Aber es war, Genau. war nicht genug. Das war nicht genug. Also Aha. genau, ich habe viele Absagen bekommen, Mhm. ja, aber ich bin dran geblieben. Mhm. Und ja, aber es war eben immer dieses Thema, ja, keine Arbeitserfahrung in der Mhm. Branche. Und dann wurde ich über mein Netzwerk tatsächlich wieder mal aufmerksam gemacht über ein Praktikum Mhm. bei einer Münchner Nachhaltigkeitsberatung. Und dann habe ich mich da beworben. Mhm. Und also für mich war das schon auch irgendwie ein bisschen fordernd, so mit Anfang 30, so mit einer fast Mhm. abgeschlossenen Promotion, Praktikantin zu sein. Mhm. Ähm, und trotzdem war es ein Schritt, den ich dann auch einfach bewusst gegangen bin, und auch gerne gegangen bin, weil ich mir eben erhofft hatte, so dass das dann der Schritt oder der Fuß in der Tür sein könnte, Mhm. wo ich ja einfach so gerne rein will und Ja. dass das halt diese Arbeitserfahrung sein Ja. könnte. Mhm. Und genau, und war dann ein gutes halbes Jahr Praktikantin. Und letztlich war das dann auch, denke ich, der ausschlaggebende Punkt, warum Mhm. ich dann später in eine Festanstellung gekommen Ja. bin. Also Ja. über dieses Praktikum hat sich dann eine andere Stelle ergeben, da konnte ich Mhm. mich dann darauf bewerben, genau, und wurde dann Juniorberaterin sozusagen bei einer genau, mittelständischen Mhm. Mhm. Nachhaltigkeitsberatung. Ja, lass uns vielleicht noch mal kurz bei dem Thema Praktikum bleiben, weil das finde ich ist auch so ein wirklich ganz interessanter Punkt, nämlich diese Frage jetzt, bin ich promoviert, habe ja auch schon eine gewisse Arbeitserfahrung und jetzt mache ich ein Praktikum. Das ist ja schon was, ja, wo es Personen gibt, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ja, also würde ich nie machen, käme mir gar nicht in den Sinn, dass ich jetzt noch mal mehr oder weniger unbezahlt arbeite. Aber ich finde, also, dass es, also dein Beispiel auch wieder zeigt, es gibt da
so in der Karriereentwicklung und Planung nicht wirklich so ein Schwarz-Weiß, ja. Also jetzt in deinem Fall muss man ja wirklich sagen, okay, du hast dich für das Praktikum entschieden, ja, nachdem du gemerkt hast, okay, ich komme da irgendwie nicht weiter, mir fehlt einfach die Erfahrung. Ich krieg da ja, Ablehnungen in meinen Bewerbungen und das war jetzt ja dann wirklich so der entscheidende Schritt, zu sagen, ich mache jetzt nochmal begrenzt Praktikum? Also war das für dich von vornherein klar, dass du gesagt hast, so in diesem Rahmen und dann muss für mich aber wirklich auch ersichtlich sein, dass es dann irgendwie weitergeht? Oder wie bist du da damit Ja, umgegangen? ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt ist so mein Einzelfall. Vielleicht Mhm. wäre dann auch so die nächste Bewerbung wäre dann irgendwie anders gelaufen Mhm. oder so, aber ich hatte einfach die Erfahrung gemacht, okay, irgendwie das klappt so nicht. Mhm. Und ja, und dann kam das eben mit diesem Praktikum auf und doch, ich habe es, auch wenn es ja für mich schon fordernd war oder halt Mhm. schon so ein bisschen ja, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber es war halt wirklich so, ich habe halt den Job gemacht, den normalerweise halt Studierende Mhm. machen und viele meiner direkten Vorgesetzten waren auch jünger als ich. Mhm. Also das war schon, ja, hat mich gefordert und gleichzeitig habe ich es total gern gemacht und habe mich ja genau bewusst auch Mhm. dafür entschieden, weil ich ja auch diese Arbeitserfahrungen sammeln wollte, weil ich jetzt dann auch einfach mal gucken wollte, so wie ist es denn in der Beratung zu sein. Ich wollte Leute kennenlernen, die in dem Bereich arbeiten. Ich wollte irgendwie, ich dachte einfach so, okay, das ist jetzt einfach ein kleiner nächster Schritt hin zu dem Ziel. Mhm. Und genau, und habe das dann Mhm. gemacht und habe aus meinem Umfeld wurde auch Ähnliches gespiegelt. Also viele haben gesagt, was, jetzt machst du noch ein Praktikum so. Und Mhm. manche haben immer gesagt, ja, dann machst du halt jetzt noch ein Praktikum. Mhm. Also und genau, ich habe das für mich so Mhm. entschieden und auch so im Nachhinein oder als ich dann eine Zeit lang da auch gearbeitet habe, war das auch, also das war, finde ich, völlig gerechtfertigt, dass ich da erstmal so ganz unten Mhm. angefangen habe, sozusagen, Mhm. weil ich quasi komplett was Neues ja auch angefangen Mhm. habe und ganz viel so von der Arbeitsweise, von der Sprache in der Beratung, von der, so die ganzen Projekte, die bearbeitet wurden. Also es wurde einfach, ich habe da super viel gelernt Mhm. und habe auch, also ich habe da sehr, sehr gerne als Praktikantin gearbeitet, habe da wirklich auch einfach super tolle, smarte Leute kennengelernt. Also so die ist meine Erfahrung, ich würde sagen, die Nachhaltigkeitsbubble, so die Menschen, die in dieser ganzen Nachhaltigkeitsbranche arbeiten, sind alle sehr ambitioniert und haben da Mhm. wirklich Bock drauf und wollen sich gegenseitig unterstützen, damit man quasi gegenseitig auch weiterkommt. Und also ja, Mhm. war schon cool. War auch ein Mhm. cooles Team. Ja, hat viel Ja. Spaß gemacht. Und es hat dir letztendlich dann auch geholfen, dass du dann wirklich den Einstieg dann, also in Angestelltenverhältnis dann auch geschafft hast. Und du warst ja dann erst bei einer, ich glaube, einer kleineren Beratung und bist dann später, oder die ist dann, glaube ich, später Teil geworden von wirklich einem größeren oder einem großen Beratungsanbieter. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was waren denn deine Aufgaben? Also haben die sich dann auch unterschieden in kleinerer Beratungsfirma versus die größere und was hast du da eigentlich so konkret gemacht? Ja, was Ja. tut man denn dann in der Nachhaltigkeitsberatung? Was macht man denn in der Mhm. Nachhaltigkeitsberatung? Ja, ja, genau. Genau, ich war zuerst in der mittelständischen Beratung Praktikantin. Damals waren wir vielleicht so um die 15 Mitarbeitenden. Dann war ich angestellt in einer anderen mittelständischen Beratung. Ich glaube, wir waren so um die 70 Menschen, die da Mhm. gearbeitet haben. Und die gibt es aber nicht mehr, weil die eben dann verkauft haben an das große Beratungsunternehmen Accenture. Mhm. Ich glaube, das kann ich einfach sagen. Ist, glaube ich, nicht geheim, Ja, nee. ist nicht geheim, genau, kann man alles in meinem Lebenslauf nachlesen. Ja. Genau, und habe da dann gearbeitet und das hat sich extrem unterschieden. Mhm. Also von der Anzahl der Leute, Accenture ist, glaube ich, aktuell mit 700.000 Mhm. Mitarbeitenden weltweit, also wirklich ein Riesenunternehmen. Mm, Und genau, also zunächst mal, also wie unterscheidet sich, oder vielleicht erstmal, was macht man denn in der Mhm. Beratung? Ähm, Genau, also es ist im Endeffekt, ja, Nachhaltigkeitsberatung heißt, also wir waren zum einen Strategieberatung, das heißt, wir haben Unternehmen dabei unterstützt, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, in ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten zu implementieren, sich Nachhaltigkeitsziele zu setzen, die dann auch Mhm. zu verfolgen. Ähm,
Genau, also Nachhaltigkeitsstrategie. Unser Schwerpunkt war aber in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also Unternehmen sind ganz simpel gesagt äh, verpflichtet, ab einer gewissen Mhm. Unternehmensgröße oder wenn sie andere Kriterien erfüllen, sind sie verpflichtet, über ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten oder ihre nachhaltigen Tätigkeiten zu berichten. Mhm. Also jetzt mal ganz simpel gesagt, wie viel CO2 wurde also ähnlich wie ein Geschäftsbericht, berichtet man eben über das abgeschlossene Geschäftsjahr, wie viel CO2 wurde emittiert, wie viel Müll wurde produziert, wie, weiß nicht, auch soziale Themen der Nachhaltigkeit, wie geht man mit den Mitarbeitenden um, welche Weiterbildungen wurden denen ermöglicht, was hat man getan Mhm. sozusagen als Unternehmen, um das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Und wie entwickelt man sich da? Und das muss nach ganz bestimmten Richtlinien Mhm. sozusagen berichtet werden. Es muss einer genauen Form entsprechen. Es müssen Zahlen, Daten, Fakten nach einer gewissen Art und Weise sozusagen offengelegt werden. Und dieser Bericht wird dann veröffentlicht. Und genau, und das haben wir, das war einer unserer Schwerpunkte oder wo ich auch schwerpunktmäßig mit beteiligt war. Mhm. Und also Da, sozusagen so mhm. einen Bericht Ja. in Mhm. die Veröffentlichung zu bringen, Mhm. gemeinsam mit einem Ja. Unternehmen. Genau. Da kamen dir wahrscheinlich bestimmt auch ja, Erfahrungen, Kompetenzen aus der Promotion zugute, denke ich mal, das Schreiben, Daten zusammentragen. Ja, das Ja. glaube ich genau. Also Mhm. das denke ich war auf jeden Fall ein Punkt, so dieses genau mit Daten jonglieren können Mhm. sozusagen. Genau, oder irgendwie größere, ja, auch Texte, genau, wir haben, also es wird man muss sich so einen Nachhaltigkeitsbericht kann man ja auch mal googeln, wenn man das noch nicht gesehen hat. Im Endeffekt ist es halt, es sind sehr, sehr viele Tabellen, wo eben diese Mhm. Zahlen dann offengelegt werden. Und eben aber auch Fließtext, wo man sich dann so ein bisschen gucken kann, was so das Unternehmen im letzten Jahr getan hat zum Thema Nachhaltigkeit oder auch nicht. Und genau, und da einfach auch lange Fließtexte Mhm. verfassen. Und das genau war schon was, was ich, denke ich, aus der Zeit als Mhm. Doktorandin schon gelernt hatte. Mhm. Genau, auch viele Informationen sind dann auch nur auf Englisch Mhm. zugänglich. Genau. Und das denke ich, ja, habe ich auf jeden Fall so auch aus der Ja. Zeit als Doktorandin mitgebracht, ja. Und gab es dann noch andere Tätigkeiten, andere Tätigkeitsbereiche? Vielleicht dann auch im Vergleich bei Accenture? Wie meinst du jetzt? Was? Also außer dem Schreiben von Berichten, also was Ja, hast du noch so genau. gemacht? Mhm. Was macht man noch so? Also, genau, zum einen eben diesen Bericht auf den Weg bringen. Das hat auch Mhm. ganz, ganz viel mit Projektmanagement zu tun. Also wirklich mit dem Unternehmen Mhm. korrespondieren, die Daten zusammentragen. Ähm, Wie soll dieser Bericht denn überhaupt auch Mhm. aussehen? Da arbeitet man dann auch wieder mit anderen Agenturen zusammen. Manchmal wird ein eigener Internetauftritt, also eine Microsite, nochmal programmiert dann Mhm. für diesen Nachhaltigkeitsbericht. Dann verfasst man vielleicht gemeinsam mit dem Kunden eine Pressemitteilung. Also es ist schon auch irgendwie so ein bisschen ein sehr, sehr großes Projekt Mhm. sozusagen. Genau, und abgesehen davon haben wir auch für die Kunden, also man ist im Endeffekt externer Dienstleister für den Kunden und bringt ihm zum einen die fachliche Expertise mit, aber auch so Manpower sozusagen. Mhm. Und wir haben, also man recherchiert sehr viel, um das Unternehmen, also um dem Kunden, mit dem man zusammenarbeitet, Informationen zur Verfügung zu stellen. Also im Sinne von, was machen zum Beispiel deine Wettbewerber? So, was Mhm. ist gerade die Nachhaltigkeitsstrategie von jemanden anderen aus der Branche? Welche Richtlinien kommen auf dich zu? Welche gesetzlichen Veränderungen kommen auf dich, Kunde, im nächsten Jahr Mhm. zu? Wie musst du dich verhalten, um compliant, sagt man dann, zu Ja. sein? Also das alles zu erfüllen. Ähm, Dann gibt es ganz viele andere Themen. Also viele KollegInnen von mir waren auch noch tiefer in Unterthemen drin. Mhm. Menschenrechte, zum Beispiel in der Ah, Lieferkette okay. von größeren Unternehmen, Kreislaufwirtschaft, Sustainable Finance ist auch ein riesiges Mhm. Thema. Also es gibt viele Unterbereiche auch noch. Und genau, dann haben Mhm. wir, man organisiert auch viele Workshops. Also das heißt, man diskutiert zum Beispiel gemeinsam mit dem Kunden so, Ah, wie also man ist können dann irgendwie, wirklich auch direkt vor Ort dann auch beim Kunden und arbeitet ja, dort, also oder?
Mhm. Wir haben super viel digital gearbeitet, also so die meisten Kundentermine, ich würde fast sagen so 95% Mhm. finden online statt. Also war jetzt bei uns so. Mhm. Ähm, aber genau, vereinzelt hatten wir dann einfach auch Termine vor Ort. Das sind dann aber eher so größere Sachen, wo dann Mhm. auch mal mehr Leute zusammenkommen oder wo es sich ja lohnt Ja. sozusagen auch, dass man sich in echt sieht. Mhm. Genau. Okay, also ist dann, aber also insgesamt war die so Reisetätigkeit war dann eher ein geringerer Anteil. Weil Die war manchmal bei denkt man ja so uns, Beratung, ja, man ja, ist dann ja, immer beim Kunden ja, immer unterwegs. ja, Ist jetzt bei ja, dir dann ja. nicht der Fall gewesen in der Nee, das Branche. ist nicht Mhm. der Fall und ich glaube auch, dass sich die Branche insgesamt, wie ja viele andere Branchen auch, Mhm. Ja, dahingehend einfach geändert haben. Also absolut. diese Reisetätigkeiten waren jetzt bei uns zumindest fast gar nicht. Also eigentlich Mhm. super selten, dass man mal bei Mhm. einem Kunden irgendwie auf einem Mhm. Termin war. So, Ja. genau. Ja, und jetzt wird's ja spannend, weil jetzt könnte man ja sagen, so hattest sozusagen deinen Traumjob jetzt Ja, gefunden, ja, hattest ja äh, wirklich auch viel investiert, um reinzukommen in die Branche. Und dann hast du ja beschlossen, so, jetzt möchte ich doch was anderes machen. Ich mache mich selbstständig. ja, Wie ja. kam es denn dazu? Ja, also es kam nicht über Nacht. Mhm, Man muss vielleicht so ein bisschen früher noch mhm, ausholen. Und zwar, als ich noch Doktorandin war, genau, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, so dieses Thema mhm, Kommunikation hat mich irgendwie schon immer begeistert. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich finde es ein super spannendes Thema irgendwie, wie wir Menschen miteinander sprechen, mhm, wie wir uns ausdrücken, um Verbindung zu schaffen mit anderen Menschen. Ich mochte einfach so dieses Thema Kommunikation, fand ich spannend. Und bin mehr oder weniger so zufällig über das Thema Mediation gestolpert und habe, genau, als ich noch Doktorandin war, mhm, eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht, um zu lernen, wie kann man eben durch bessere Kommunikation mhm, oder durch vermittelnde Kommunikation Menschen wieder zusammenbringen. mhm, Und es war ein bisschen so eine, ja, wie so eine, ein bisschen so eine Bauchrausentscheidung. Irgendwie, ich mochte das zu diesen Gedanken Menschen zusammenbringen und Kommunikation, das fand ich irgendwie schön. Und habe dann eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Und das war Hammer. Also mir hat es mhm, so viel Spaß gemacht damals. Ich fand es so, ähm, ja, es war wirklich so ein krasses, also es war einfach toll. Und ich habe auch mhm. wirklich, wenn man Freundinnen und Freunde von mir aus der Zeit fragt, ich habe auch die ganze Zeit darüber geredet. Ich habe vielen davon erzählt, wie toll das ist und Mediation und so. Und so, und dann, genau, ging es weiter, also ging es für mich ja in die Beratung und dieses Thema Mediation oder Mediatorin zu sein, war dann ein bisschen wie so ein Seitenprojekt. Und Vielleicht noch mal kurz, also der Beginn, also dass du gesagt hast, ich möchte mich da jetzt weiterbilden, ich mache da einen Kurs. Hattest du da schon so im Hinterkopf, ah, vielleicht möchte ich das mal beruflich machen oder war das hm, erstmal so, ah, das interessiert mich, das macht, ja, ja, also mache ich einfach ja, jetzt mal so für mich ja, und guck mal, ja, was kommt. ja. Ich kann es auch wirklich nicht mehr so ganz genau. Ja. Irgendwie war das so. Ich habe irgendwie, Mhm. ja, also es war auf keinen Fall der Gedanke da, Mhm. ach, vielleicht, ne, mache ich mich jetzt dann irgendwie selbstständig und mache, Ja. also gar nicht. Mhm. Und ja, und trotzdem, ja, habe ich das gemacht und ja, und fand es einfach richtig toll. Und dann war das zuerst wie ein bisschen so ein Seitenprojekt, sage ich mal, und hat sich dann eben zu einer nebenberuflichen Selbstständigkeit Mhm. weiterentwickelt. Ich habe dann so meine erste Website aufgesetzt, hatte die ersten Kundinnen und Kunden und irgendwie hat sich das so ganz toll entwickelt, irgendwie so neben dem eigentlichen Mhm. Beruf. So. Das ist ja auch eine ganz Ähm, gute Strategie, würde ich mal denken, so für die Selbstständigkeit, ist immer so ein bisschen auszutesten erstmal, oder? Und zu gucken, ja, ja, wie ist das, läuft das? ja, also jein, ja, Mhm, also ja, es hat schon natürlich den Vorteil, dass du die Sicherheit deiner Festanstellung hast. Und gleichzeitig hat es mich ja einfach auch zeitlich sehr mhm, stark limitiert. Also ich habe natürlich, also ich habe mir halt Urlaub genommen, wenn ich mhm, dann mal irgendwie einen Kundentermin als Mediatorin hatte. ja, Und man muss es auch sich erstmal seinem Arbeitgeber erlauben lassen. Also man kann es nicht einfach so, ne, mhm, nebenher noch ein Seitenbusiness hochziehen. Was bei mir also okay war, ich hatte da auch die Zustimmung, aber es ist halt dann auch nochmal ein bisschen mit Aufwand verbunden und Papierarbeit sozusagen. Ähm, und
Ja, und dann war das so diese nebenberufliche Selbstständigkeit, und habe dann auch angefangen, mich da auch nochmal weiterzuentwickeln, so nochmal mehr. Ich habe irgendwie sehr viele Weiterbildungen gemacht. Das fällt mir gerade auf, aber ich habe wirklich dann noch halt zum Thema Kommunikation mich Mhm. nochmal weitergebildet, habe dann auch Teamcoaching angefangen. So, Mhm. okay, also ne, wie kann man innerhalb von einer Gruppe von Menschen oder einem Team irgendwie, wie können die irgendwie, kann ich die gut an einen Tisch bringen, wie kann ich die unterstützen, besser miteinander zu Mhm. kommunizieren, die wieder in Verbindung zu bringen, sozusagen. Und habe mich sehr viel auch mit gewaltfreier Mhm. Kommunikation auseinandergesetzt. Das ist auch, könnte ich auch noch mal Stunden von erzählen. Also es ist, genau, es hat mich einfach Ja. sehr stark beschäftigt und ich habe dann mir da noch mal mehr Wissen drauf geschafft und mich eben weiterentwickelt. Und dann kam ich an so einen Punkt, wo ich eben zum einen gemerkt habe, dass mir die Arbeit in der Beratung ähm, also der große Gedanke, so die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, die voranzubringen, das war nach wie vor da. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass mir die Arbeit in der Beratung mich schon sehr stark gefordert hat. Mhm. Also mir nicht so sehr, ich weiß nicht so lag, wie Mhm. ich halt irgendwie gehofft hatte. So. Mhm. Also ganz konkret ist das also Beratung ist ein sehr, man kann sich als einen sehr also es ist ein sehr schnelles Arbeiten, so wie ich es kennengelernt habe. Es passiert einfach wahnsinnig viel. Man bekommt manchmal zig E-Mails an einem Tag. Es sind Mhm. sehr viele Ja. Projekte, die irgendwie gleichzeitig laufen. Also so war es bei uns zumindest. Ähm, Es passiert einfach sehr, sehr viel. Man hat ständig irgendwelche Deadlines, man muss irgendwie, es wird super viel irgendwie umgeschachtelt, dann kommt wieder irgendwie der Kunde A und dann braucht man aber was für Kunde B und dann wird hier eine E-Mail und dann da wieder am Telefon und dann, also es war ein sehr schnelles Mhm. Arbeiten, würde ich es jetzt mal so nennen. Und Ja. das liegt mir nicht so Mhm. sehr. Ich mag das gerne. Ich brauche eher so ein bisschen mehr, ja, dass ich halt einen Tag Mhm. plane oder dass ich eine Woche plane Ja. und da so das dann Mhm. abarbeite. Und also ich finde es total wichtig, auch also wie du das jetzt beschreibst, weil also manche Sachen weiß man vorher halt auch nicht, oder? Nee. Also Ja, kann man sich noch so gut vorbereiten und dann merkt man erst dann so im Tun, oh, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz meins oder man merkt vielleicht andere Sachen liegen mir mehr. ja, Und ich ja, finde es eben so schön, dass man da bei dir sieht, ja, also man kann sich ja auch immer weiterentwickeln. Also nur weil ich mich jetzt mal für die eine Sache entschieden habe, dass ich sage, ich mache jetzt Nachhaltigkeitsberatung, heißt es ja jetzt nicht, dass ich das jetzt Jahrzehnte machen muss, bis zur Rente, sondern man hat eben immer die Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln und vielleicht eben auch nochmal ja, in eine ganz andere Richtung zu gehen, so wie du es jetzt ja gemacht hast. ja. Mit der Selbstständigkeit. Und ja, hast ja da auch wieder viele Möglichkeiten genutzt. Also letztes Jahr warst du ja im Exist Women Programm. Da haben sich ja unsere Wege auch wieder gekreuzt, Ja. weil ich auch in dem Programm tatsächlich als Trainerin und dann als deine Mentorin tätig war. Also es ist immer lustig, wie sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Und ja, erzähl doch mal, was machst du denn jetzt genau in der Selbstständigkeit? Was bietest du so an? Ja, genau. Also ich Mhm. genau, ich beende vielleicht den einen Gedanken Mhm. noch, genau, habe Ja. dann beschlossen, okay, Beratung irgendwie, das ist es nicht so mehr. Und auf der anderen Seite habe ich einfach gemerkt, so, okay, irgendwie so dieses Thema Mediation Mhm. und Kommunikation und Konfliktlösung, Menschen zusammenbringen. Irgendwie, das macht mir einfach super viel Spaß und habe dann beschlossen, eben aus dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit ja eine ganze zu machen und habe dann ja meinen Job gekündigt und ja habe mich dann eben für dieses Access Women Stipendium Mhm. beworben. Kann ich sehr empfehlen, sehr cooles Programm, unterstützt Gründerinnen auf dem Weg in die Mhm. Selbstständigkeit mit tollen Programmen und Weiterbildungen. Und Genau, genau, ich, und habe ich dann werde eben das vielleicht kurz noch, ich werde das auch verlinken. Also wer sich da informieren gerne. möchte, Ja, kann dann ja, einfach mal in den Links gucken. Also tolles Programm, geht jetzt ja auch in die zweite Runde. Das war letztes Jahr so ein Pilotprojekt und wird jetzt weiter gefördert. Also wirklich eine ja. super Möglichkeit. Mhm.
Genau, und was ich jetzt als Selbstständige mache, ist eben, ich unterstütze Leute dabei, besser zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden, Konflikte zu lösen und ja, erarbeite gemeinsam mit Teams, wie sie gut und gerne zusammenarbeiten können. Das heißt, ich bin zum einen klassische Mediatorin, Mhm. also Streitschlichterin, wenn man so will. So ein bisschen verpönt der Ausdruck in der Branche, aber man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen so. Und ja, arbeite da zum einen mit Privatpersonen zusammen, aber eben auch im beruflichen Kontext, also Kolleginnen und Kollegen, die sich streiten sozusagen oder Prozesse, die einfach nicht mehr so gut klappen, weil die Leute irgendwie aneinander geraten Mhm. oder Teams, die irgendwie, wo es einfach knirscht sozusagen. Genau, und unterstützt die eben vermittelnd in der Konfliktlösung, damit sie sich selber ja Lösungen erarbeiten können für ihren Konflikt. Dann, genau, bin ich Teamcoachin, das heißt, ich arbeite auch mit Teams zusammen. Wie wollen wir gut und gerne zusammenarbeiten? Wie wollen wir gemeinsam Prozesse strukturieren? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie genau können wir Konflikte lösen, die vielleicht in unserer Zusammenarbeit aufkommen? Wie arbeiten unterschiedlichste Charaktere gut zusammen? Und genau, und unterstütze da Teams eben mit Coaching-Sessions. Mhm. Ähm, und darüber hinaus gebe ich mittlerweile auch Workshops und Vorträge und Weiterbildungen eben zum Thema Kommunikation. Also wie gelingt denn gute Mhm. Kommunikation? Wie kann man sich so ausdrücken, dass man eben Verbindung schafft mit anderen Menschen, dass man Missverständnisse vermeidet? Aber auch Weiterbildungen und Vorträge Mhm. zum Thema Konfliktlösung. Also genau, wie entsteht denn eigentlich so ein Konflikt? Warum ist es eigentlich gar nicht so schlimm? Und wie kann man denn sich dann hinsetzen Ja, und da gemeinsam eine Lösung eine Lösung finden? dann finden. Mhm. Genau, und auch Teamwork. Also wie kann man als Team gut zusammenarbeiten? Und genau, und gibt da auch eben Workshops zu dem Mhm. Thema. Genau. Ja. Also Und ich hier werde auch. wiederum, ja, genau, fließt dann Mhm. teilweise auch mein Hintergrund Mhm. als Biologin dann auch wieder ein, oder als aus der Wissenschaft kommend, weil ich eben ja mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeite, mit Universitäten, Kurse für Doktorandinnen und Doktoranden gestalte, weil ich, genau, also ich kenne ja den Struggle sozusagen, ich weiß, Ja. welche Konflikte es geben kann an der Universität oder in der Mhm. Forschung, und kenne ja die Dynamiken und Herausforderungen. Genau, und arbeite auch mit der Biotech-Branche zusammen. Mhm. Und da denke ich, ist es ein großer Vorteil, dass ich ja mich mit den Leuten, mit denen ich dann arbeite, einfach nochmal viel besser identifizieren kann. Also ich Mhm. weiß einfach, wie Wissenschaftler und Ja, Wissenschaftlerinnen ticken sozusagen, genau. weil ich selber eine war oder bin, wie auch immer. Und das ist schon ja, rundet irgendwie meine Arbeit Ja. mit der Branche sehr stark Ja, ab. da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, oder? Weil du hattest mir auch im Vorgespräch auch erzählt, dass öfter mal so die Frage kommt, so ja, jetzt hast du Biologie studiert, war das nicht so ein bisschen vergeudete Zeit, wenn du jetzt was ganz anderes machst? Also tatsächlich auch eine Frage, die ich auch oft höre, so ja, jetzt hast du Agrarwissenschaften studiert und machst hier was ganz anderes. Also hättest du dir das nicht sparen können und gleich das Ja, machen, was du ja. jetzt machst. Ähm, Ja, wie, also die Frage mhm, kriege ich, krieg ich schon gestellt, ja. ja, Und ich weiß dann aber gar nicht so, was die Leute da so hören wollen. mhm, Ja, nein, ich habe nie bereut, dass ich das so gemacht habe. Ich meine, als ich mich entschieden habe, was ich studieren möchte mit 19, man trifft ja eine Entscheidung mhm, und für ein Thema und auch wenn mich damals schon auch das Thema Kommunikation immer wieder mal irgendwie ja, Teil, es war irgendwie nicht so, es war nicht so präsent und ich hatte einfach den Wunsch, ja, in einer mhm. Naturwissenschaft zu studieren, Biologin zu werden, und fand es einfach total spannend und habe mich da sehr gerne und sehr bewusst dafür entschieden. Und ja, und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass sich halt dann Mhm. Dinge irgendwie Ja. weiterentwickeln und ja, also von daher Ja, bereue ich also, es nicht und mhm, bin wirklich dankbar auch dafür, weil ich super viel gelernt habe mhm, und mich
schon auch nach wie vor als Wissenschaftlerin oder so als Biologin irgendwie schon noch sehr damit identifiziere und das sehr gerne gemacht habe, tolle Leute kennengelernt habe und das wirklich so meinen Lebensweg gestaltet Mhm. hat. Und auch mit 19, als ich mich entschieden habe, was ich studieren möchte, ich glaube, ich hätte auch nicht Kommunikation oder Mhm. so, ich wäre da gar nicht so, ich wollte irgendwie schon was Naturwissenschaftliches machen. Und auch, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen würde, das hätte ich niemals gedacht. Also Ja, das war für mich ganz, ganz weit weg. nicht mal Ja, Thema ja. irgendwie, genau. Ja, also ich finde, Ja, manche Sachen hat man halt auch einfach ja noch gar nicht auf dem Schirm oder man ja, weiß, also keine Ahnung, ob du mit 19 überhaupt schon wusstest, dass es sowas gibt wie Nachhaltigkeitsberatung. Vielleicht war das damals auch noch gar nicht so ein großes Thema drum. Also finde ich das auch ja, so ja, wichtig, dass man da immer wieder zeigt, ja, also man darf sich weiterentwickeln ja, und man darf ja, sich auch umentscheiden und das ist so ja, ja, ein ganz normaler Prozess und eigentlich auch was Positives, ja, wenn man erkennt, so ich habe mich weiterentwickelt, ich habe gewisse Interessen oder es gibt jetzt ein ja, neues Thema, für das ich mich interessiere. ja, Und das ist tatsächlich was, wo ich das Gefühl habe, das fällt oft ein bisschen schwer, so diesen Wandel oder ja, diese Veränderung auch als wirklich was Positives zu sehen. ja. Ja. Und ich glaube auch, dass viele, von denen die Frage dann auch kommt, die haben auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das ja auch nicht so eine von heute auf morgen Sache Mm, war. So, dass ich irgendwie mein Biologiestudium abgeschlossen hatte und dann bin ich irgendwie aufgewacht und dachte, ach, jetzt mache ich ganz was anderes. Sondern dass sich mhm, das ja so entwickelt hat und dass ich ja auch dieses Wissen mir angeeignet habe durch Weiterbildungen und mich da, also ich habe ja gelernt sozusagen, wie ich Menschen in der Kommunikation unterstützen kann. Das ist mhm, hat sich ja nicht irgendwie so ergeben. Und das, ja. glaube ich, ja, haben die Leute dann auch oft nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt nicht so ein von heute auf morgen war, Mhm, sondern ja. genau, dass ich mich da einfach hin entwickelt habe. Ja, und auch die Erfahrung, die du ja gesammelt hast, also durch die Promotion, durch eventuell Konflikte, die da auch Ja, zu bewältigen waren, ja. Ja, ja, genau, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir gucken mal, ob es Fragen gibt. Also, wenn hier jemand von den Live-Zuhörenden eine Frage hat, dann könnt ihr die gerne mal in den Chat schreiben. Genau. gerne offen fragen, alles. Genau, während hier genau geschrieben wird, kann ich dich ja auch gleich schon mal vielleicht eine Frage stellen, bis wir dann zu den anderen Fragen kommen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, so jetzt rückblickend, würde ich irgendwas anders machen oder was würdest du so rückblickend der Martina von 2017 vielleicht so mit auf den Weg geben wollen? Ähm, ja, also genau, 2017, da war ich ja noch Doktorandin, daher kennen wir uns, ne? Mhm. Also was ich rückblickend anders, naja, was heißt anders machen würde, es ist gekommen, wie es gekommen ist, Mhm. aber den Tipp, den ich vielleicht jemandem geben würde, der auch promoviert, ist, mach die Doktorarbeit erst fertig und Mhm. dann mach das nächste. Also ich hatte, hat aus unterschiedlichsten Gründen, aber ich hatte mich so entschieden, als ich sozusagen im Labor fertig war. Ne, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man jetzt nicht aus den Naturwissenschaften kommt, aber die es kennen, also die aus den Naturwissenschaften sind, kennen es ja. Also es ist ja so dieser erste praktische Teil, so diese Datenerhebung. Man arbeitet ja mehrere Jahre so an seinem Projekt Mhm. und dann kommt dieser Schreibteil. Und ich hatte irgendwie, ich dachte so, ja, ich bewerbe mich parallel und schreibe irgendwie noch auch an der Doktorarbeit. Und dann kam halt eben das Angebot für dieses Praktikum. Und dann dachte ich mir, ach, das mache ich jetzt. Und ach, und die Doktorarbeit, ich kriege das schon irgendwie dann so Mhm. am Wochenende fertig und ich ziehe das einfach parallel mit. Und das war einfach wahnsinnig Mhm. anstrengend und hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Weil ja, wenn man halt dann die Doktorarbeit am Abend schreibt, nach Feierabend oder am Wochenende oder sich dann Urlaub nimmt dafür, das ist einfach, hat man dann auch der Arbeit angemerkt, dass Mhm. es dann irgendwie ein bisschen so ein Flickenteppich Ja. war. Und also es war wirklich, es hat sich sehr gezogen und Mhm. war auch einfach immer so eine Sache, die man noch so im Mhm. Hinterkopf hat. Also das Ja, hat und mich ist sehr, sehr dann, stark mhm. geprägt, so dieses, ja, ich könnte jetzt am Wochenende irgendwie was mit Freunden unternehmen, aber vielleicht sollte ich auch jetzt einfach an der Das Doktorarbeit schreiben, genau. Und das abschließen, ja. ist,
Genau, also wenn es irgendwie machbar ist ja auch so eine finanzielle Mhm. Sache, weil ich wurde am Ende meiner Doktorarbeit nicht mehr, also nicht Mhm. gezahlt. Das Ist heißt, ja oft der Fall, ja. genau, Ja. was ja sehr, sehr oft der Fall ist, genau. Und aber wenn man das irgendwie überbrücken kann durch irgendwie nochmal einen Nebenjob oder Erspartes oder Mhm. Arbeitslosengeld oder dass man das vorher vielleicht mit seinen Betreuerinnen und Betreuern irgendwie nochmal aushandeln kann. Genau, also wenn man sich das irgendwie finanziell Mhm. auch ermöglichen kann, Ja, dann würde ich auf dass man jeden Fall erst sagen, abschließt. Ja. erst abschließt und wirklich Mhm. diese Arbeit fertig schreiben und Ja. einreichen und dann Mhm. vielleicht auch mal eine Pause machen. Dann Und geht's weiter. dann was Genau. Neues, Ja, genau. also das ist, Ja, ja. ja. Genau, wir haben Fragen im Chat. Die erste ist sehr konkret und zwar, falls du dich noch erinnern kannst, auf welchen Netzwerktreffen warst du denn und welche Newsletter hattest du abonniert? Also, was du Ja, damals dich für die ähm, Nachhaltigkeitsbranche interessiert hast, denke mhm. ich. Genau, Nachhaltigkeitsbranche. Also, also so ganz konkret, ich habe einfach geguckt, so welche Firmen gibt es denn da? Also welche Beratungen zum Beispiel gibt es? Einfach mal so gegoogelt, Mhm. Nachhaltigkeitsberatung und dann hatte ich irgendwann so ein bisschen wie so eine Liste. Und genau, und da habe ich dann einfach geguckt, welche von den Unternehmen schicken ein Newsletter raus. Dann habe ich mir ein LinkedIn, also ich erzähle jetzt einfach mal, was ich ja so Mhm. gemacht habe, LinkedIn-Profil erstellt, damals auch schon als Doktorandin, glaube ich, auch genau. Da bin ich dann Firmen gefolgt oder irgendwelchen Hashtags, Mhm. Sustainability, Hashtag Nachhaltigkeit gefolgt und da wird dann auch mal wieder was gepostet. Da wurde ich super viel auf irgendwelche Events Mhm. aufmerksam gemacht. Ähm, genau, dann gibt es ja sehr viele, ja, Bündnisse oder wie man dann Mhm. sagt, den also ich könnte jetzt tatsächlich so konkret gar nichts mehr sagen. Ich könnte es vielleicht noch ich kann es nachschauen. Mhm. Aber Können so wir ja jetzt auch gerade konkret verlinken. fällt es mir nicht Also, ein, genau. genau, falls du noch was Ähm, findest, können wir es im ja, Nachgang ja, gerne noch aber da, verlinken. genau. Mhm. Oder habe dann einfach auch geguckt, ich habe viel Podcasts dann auch gehört, die irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt haben oder Firmen, die ein per se nachhaltiges Geschäftsmodell haben. So, was posten die, Mhm. was ist da irgendwie, also da, wenn man irgendwie mal anfängt, sich mit dem Ganzen so zu befassen, dann kommen da sehr viele Events. Ich habe dann auch Nachhaltigkeit, es gibt die sogenannten SDGs, die Sustainability Development Goals. Mhm. Ähm, und da gab es dann auch super viele Events, die irgendwie sich um diese Nachhaltigkeitsziele drehen. Da kann man dann irgendwie mal gucken auf Eventim oder auf Meetup, Mhm. einfach mal irgendwie gucken, was es da so gibt. Und die kosten auch nichts. Oder gibt es viele, die Unternehmen, die sind Veranstaltungen, die sind umsonst. Mhm. Und ich war auch dann irgendwann in einem Business-Netzwerk Mitglied und Team Nushu, das ist ein Business-Netzwerk für Frauen. Und genau, habe da auch einfach geguckt, wer aus dem Netzwerk ist aus der Branche, macht da vielleicht irgendwie was, habe mich dann mit diesen Menschen vernetzt. Ne? Dafür Mhm. ist ja dann auch so ein Business-Netzwerk da, Ja. dass man dann einfach niederschwellig Leute anschreiben kann. Also genau, da ist irgendwie so ein bisschen das eine ins Mhm. andere geführt. Ich Ja. hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Ja, ich denke, LinkedIn ist ja da auch eine super, super Möglichkeit, einfach zu gucken, eben, was gibt es für Firmen, wer arbeitet dort und dann vielleicht auch einfach direkt Ja, mal zu fragen, dass man mit jemandem redet, der schon in ja, der Branche drin ist und sagt, hey, hast du einen Tipp, was gibt es denn so für Netzwerke, wo man vielleicht eben ja, ja, Mitglied werden könnte? Genau. genau. Und falls dir noch konkrete einfallen, können wir die gerne dann später, wenn das Video dann auch online geht, einfach noch verlinken. Ja, und dann war noch eine zweite Frage, nochmal zu dem Praktikum. War das komplett unbezahlt? Nee. Mhm. Das Mhm. war, genau, das war genau so ein ganz normales Praktikumsgehalt sozusagen, Mhm. ja. Ja. Und das war, ich meine, als Doktorandin verdient man auch nicht so viel, war dann auch schon egal. Also, Ja. äh, Ja. ja, nee, nee, das, Mhm. genau, haben wir, glaube ich, Ja. ist vorhin vielleicht irgendwie so Ja. rübergekommen, Ja. aber ja, nee, nee, Genau. das war, das war entlohnt, ja. Ja. Also das wäre vielleicht auch wirklich was, wo man darauf achten sollte, dass man zumindest ein Praktikantengehalt Ja, bekommt, ja, was ja, aber das also ist, glaube ich, auch, ja ja, eigentlich schon sein sollte und man nicht da ja, völlig kostenlos arbeitet. ja, ja. Ja, genau. Dann schauen wir mal, ob noch weitere Fragen reinkommen. Ansonsten sind wir eh schon fast am Ende.
Ja, gibt es denn noch was Wichtiges, vielleicht noch eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, wozu du noch was sagen möchtest, so zum Abschluss? Eine Frage, die mir, ja, also genau, ich freue mich auf jeden Fall über Vernetzung. Es kann Mhm, mich jeder und jede gerne kontaktieren, gucken, was ich so mache. Und ich möchte auch, ja, ein bisschen so eine Lanze brechen für das mhm, Thema Selbstständigkeit. Ich denke, dass es schon viel Mut erfordert und ja, es kommt alles so mit so Höhen und Tiefen. mhm, Das wissen auch viele Menschen aus meinem Umfeld. Und gleichzeitig ist es schon, also es erfüllt mich schon mit sehr viel Stolz auch, dass ich jetzt diesen Schritt mhm, gegangen bin. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, sich selber was aufzubauen, Entscheidungen für mhm, sich zu treffen. Ich bin auf jeden Fall sehr gewachsen, denke ich, durch mhm. diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Ja, Und hier kommt noch eine Frage. Hattest du Unterstützung oder Beratung für deine Selbstständigkeit? Hast du dazu Hilfe bekommen? ja. Ja. Ja, ich habe, genau wie Iris vorhin schon gesagt hat, ich habe mich für dieses Exist Women Stipendium beworben. Das unterstützt eben Gründerinnen finanziell, aber eben auch durch Programme. Mhm, Ähm, genau, und Weiterbildungen so ein bisschen zum Thema, so was braucht man eigentlich alles als Selbstständiger? Wie kann man sein Geschäftsmodell sozusagen weiterentwickeln? Also da habe ich sehr, sehr viel Input bekommen. Dann habe ich auch, also ich lebe in Berlin und habe über die Stadt Berlin, über den Akelei e.V., der unterstützt Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Da habe ich auch einen Gründungskurs mitgemacht. Das heißt, da hat man dann auch nochmal Informationen bekommen zu Steuern, welche Versicherungen brauche ich denn eigentlich als Selbstständige, wie könnte ich irgendwie eine Website mhm. konzipieren, ich weiß nicht, Altersvorsorge, also auch solche Themen, die viele Leute vielleicht so ein bisschen als Ja, trocken die man finden vielleicht würden, genau. erstmal so ein bisschen wegschieben möchte. Genau, Ja. aber da halt auch Mhm, wieder der Netzwerkgedanke war da für mich auch wieder sehr, sehr im Vordergrund. mhm, Genau, fällt mir jetzt auf jeden Fall so zum Thema ein. Genau. Und ansonsten super viel Austausch mit anderen Menschen, die gründen oder die in einem Startup sind oder die sich selbstständig gemacht haben. Genau, das ist, genau, wenn man selber mal, oder wenn man dann mal so ein bisschen in dieser Bubble drin ist, ähm, also das hilft mir sehr, sehr viel. mhm. Also dieses Sparring mit anderen Leuten, sich austauschen, ähm, gemeinsam auf irgendwelche Events gehen. Genau, also das ist was da nämlich super viel mit, wirklich mich mit anderen Leuten zu unterhalten, die auch selbstständig sind oder die vielleicht einfach schon ein paar Jahre voraus sind, ne? Also den Schritt vor ein paar Jahren schon Ja. gegangen sind und vielleicht die eine oder andere Erfahrung schon gemacht haben. Genau, also das ist auf jeden Fall, genau. Und ansonsten gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man sich Beratung holen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, Unterschied von Stadt zu Stadt Mhm. oder von Bundesland zu Bundesland, ja. Absolut, ja. Also Ja, da würde ich auch echt empfehlen, wenn man über den Schritt nachdenkt, dass man wirklich schaut, so, wo kann ich da überall Unterstützung bekommen? Also wenn ich vielleicht noch gerade noch an der Uni bin, noch promoviere, also da gibt es ja oft auch ganz viele Programme. Ja, Möglichkeiten, dann, wie du schon gesagt hast, so auf kommunaler Ebene, Bundesland oder eben ja, dann, wie jetzt zum Beispiel auch Exist, dann eben auch deutschlandweit. Ja, gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Martina, dass du da gerne. warst und erzählt hast von deinem Weg, von der Biologie in die Nachhaltigkeitsberatung und jetzt in die Selbstständigkeit. Dankeschön, sehr Ja, wie du schon gerne. gesagt hast, also du bist offen für Vernetzung, wenn es Fragen gibt, wenn sich jemand noch bei dir melden möchte oder vielleicht auch Interesse hat an deinen Angeboten, dann gerne bei der Martina melden, über Total LinkedIn gerne. oder Genau, auch dann über die LinkedIn, Webseite, die werden wir dann auch Instagram, verlinken, schreibt mir eine Insta, E-Mail, ruft genau. mich an. Genau, Ja, ich freue mich total über Austausch. sehr Ja, auf schön. jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann, ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier diesen ersten Karrieretalk hatten. Es wird weitere geben und ich habe auch schon den nächsten in Planung. Müssen wir mal schauen, wann der stattfindet. Vielleicht Ende Mai, Anfang Juni. Auf alle Fälle werde ich da auch dann wieder über LinkedIn ja, die Informationen dann verteilen und würde mich da auch freuen, wenn dann auch wieder viele dabei sind. Dann
Herzlichen Dank an alle und einen schönen Abend. Dankeschön, Iris, und Mhm. Dankeschön an die Teilnehmenden.